Herzlich willkommen zu der ersten Folge Crimes and Punishments mit Sherlock Holmes. Ich habe es schon in der letzten Folge angeteasert. In der letzten Folge von The Crew, dass ich was Chilliges spielen möchte. Und das machen wir jetzt auch. Zack. Mal schauen, wie es so ist. Ich gedenke an die himmlischen Hunderte der Ukraine. Was? Ich habe gar keine Erwartung an das Spiel. Ich glaube, es kann alles auf uns zukommen. Aber jetzt starten wir rein, glaube ich. Zack. Holmes. Holmes, will you stop that? You are utterly mad. What the fuck? Stop, Holmes. Is that you, Watson? Yes, of course it is. And you almost killed me. Nonsense. I was aiming for the vases. Blindfolded. Watson, quiet, please. I'm trying to concentrate. Ah, Lestrade. What is it this time? He can see me. Well, here it is, and it's a good one, Mr. Holmes. A gentleman by the name of Peter Carey, also known as Black Peter, has been murdered. A sailor, most probably. What happened here? Oh, Mr. Holmes, how could you? It's the only exercise I've had all week. A grateful client from Limoges sent me a vase collection this morning. I couldn't think of a better use for it. You're out of your mind. I missed 4 out of 10. Given you were blindfolded, that was very good. Can I have a try? Am I the only sane one here? I suppose that Watson is right, Inspector. A little brain work would be preferable now. Do please tell us more about Black Peter. Peter Carey, born in 1845 and 50 years old. An ambitious sort, he achieved much success in seal and whale hunting around Scandinavia. Retired in 1884 with a small fortune. He invested his money in a property called Woodman's Lee, near Forest Row in Sussex. It was where he lived for 6 years, and where he was found dead yesterday. Has the investigation already begun? Yes and no. In fact, this crime is so mysterious that I would prefer you to join me down there. Give me half an hour to prepare, Inspector. Take your time and join me there. I have to go through the yard first. The merry men struck again. What have they done this time? They robbed a powder reserve. I'll meet you at Woodman's Lee, Mr. Holmes. I should help Mrs. Hudson here. I also have several appointments that I must keep this afternoon. I shall go alone then. Zack. Öffnen Sie Tab, Ihr Notizbuch und erhalten Sie einen Überblick über den Stand der Ermittlungen, Aufgaben, Beweise und so weiter. Untersuchen den Mord an Peter Carey. Sehen sich den Tatort in Woodman's Lee an, suchen Sie einen Anzug aus Ihrem Kleiderschrank aus und treffen Sie den Lestrade in Woodman's Lee. Inspektor Lestrade stattet der Baker Street einen Besuch ab. Dabei erzählt er Holmes von einem
grotesken Mord, der einen ehemaligen Captain Schwarzer Peter, zack, genannt zum Opfer gefallen ist. Dann muss ich jetzt zum Schrank. Ja, ich brauche ja, ich muss mal erstmal einen Anzug holen. Hallo. Wo gibt's denn die Anzüge? Entschuldigung, kann ich da durch die Tür? Tür zu. Jetzt glauben wir aus Wort ins Zimmer. Entschuldigung? Nee. Nein, die Steuerung ist schwierig. Oder hier, was ist das? Die öffnen? Ich brauche doch hier erstmal einen richtigen Anzug. In welchem Schrank könnte es denn hier? Ist das die... das könnte die Tür zu meinem Zimmer sein. Tür zu Holmes Zimmer. Sehr gut. Schminktisch. Kleiderschrank, sehr gut. Ne, haben wir gefunden. Morgenmantel, ne. Seemann. Aufgeknöpft. Zeitanzug, dunkler Anzug. Brauner Anzug, grüner Anzug. Grauer, heller, Bandit. Oh, Bandit möchte ich gerne sehen. Ah, wir nehmen einen hellen Anzug, der gefällt mir. Jetzt gehen wir noch zum Schminktisch. Wir nehmen diesen schönen Hut mit. Und noch diese Brille. Oder... oh, ne, wir nehmen die andere. Und dann können wir uns ein Bart an. Ui. Zack. Und nehmen den Bart. Eine Schminkoption oder Kleidungsstücke ausgewählt, die im Moment nicht zur Verfügung stehen, da wir die Auswahlzeuge sind in dem Fall weitergeklärt. Hä? Wie? Achso, ich darf den Bart nicht tragen, den Anzug aber schon. Okay. Guck mal, habe ich jetzt mal so einen Anzug aus ihrem Kleiderschrank aus. Tragen Sie den das Charlotte Woman's Lee. Briefe. Ne, wir gucken jetzt hier. Oh, what a mess! What a terrible mess! Entschuldigung, Mrs. Hudson. Aber wir müssen zu Woodman's Lee. Zack. Ah, guck mal, jetzt kann ich die Ladezeit überbrücken, indem ich in mein Notizbuch schaue. Bild des Opfers. Peter Carey, auch bekannt unter dem Namen Schwarzer Peter, geboren 1845 und damit 50 Jahre alt. Er war ein erfolgreicher Walfänger. Ja, dann hat das nicht anders verdient. Skandinavischen Gewässer setzte sich 1884 zur Ruhe und zog sein einziges Jahr später nach Woodman's Lee. Zack. Rein da. Rein in die Masse. Mr. Holmes, I'm over here. Come on. Oh, da ist er. Vielleicht kann ich sprinten. Ui, guck mal, hier wieder rennt. Ah, schön. Oh, ich bin stecken geblieben. Hallöchen. Ja, sagen Sie. Inspector Lestrade, when will you remove my husband's body? It's sacrilegious to leave him here like this. As soon as we can, Mrs. Carey, I assure you. Allow me to introduce you to Mr. Sherlock Holmes. He's a detective. No doubt you've heard of him. I'll wait for you in front of the cabin, Mr. Holmes. My condolences, Mrs. Carey. Thank you, Mr. Holmes. Irgendetwas Ungewöhnliches. Wann wurde die Leiche gefunden? Hä? Ach so. Kami? Ah, ich muss die Sachen anklicken. Okay, spannend. Was könnte denn hier ungewöhnlich sein? Ah, ein Kreuz, katholischer Rosenkranz. Das ist sehr christlich. Die Handschuhe sind nicht an. So, was? Taubenmeise. Mhm. Oh, oh, oh. Da, auf jeden Fall hier. Charakteranalyse abgeschlossen. Irgendetwas Ungewöhnliches. Wann wurde die Leiche gefunden? Es wird einfach. Hä? Ah, jetzt mache ich nochmal eine Charakteranalyse. Ist ja doof. Aber was ist denn hiermit? Hallo? Nee? Okay, dann beenden wir die Charakteranalyse und gehen weg. Thank you, madam. Vielen Dank, Madame. Können wir nochmal mit der reden? Oder kriegen wir dann nur noch die Möglichkeit, sie zu analysieren wie ein Analyst? Ja, komm, lassen wir das.
Thank you, madam. Was sagt denn hier? Judith Carey führt aufgrund ihrer unglücklichen Ehe mit Peter kein angenehmes Leben. Sie ist eine hochreligiöse katholische Frau, die in ihren jungen Jahren eine Pilgerreise auf dem Jakobsweg unternommen hat. Und dann zeigen Sie mir mal die Leiche, Officer. Mr. Holmes? Guten Tag, ich bin's, Mr. Holmes. Mr. Holmes? Haha, Mr. Holmes? Mr. Holmes? Sag, ich möchte gerne hier rein. Ich darf anscheinend nicht da rein. Okay. Dann ab. Was ist hier? Was? Garten. Seems that the garden was well maintained. Ja, das hat er gut erkannt. Den habe ich jetzt kennengelernt. Der Garten sieht sehr gepflegt aus. Hier muss ein fähiger Gärtner arbeiten. Garten. Dann kann ich jetzt hier überall immer den Garten angucken. It seems that the garden was well maintained. Inspektor. His body is inside the cabin. We took care not to touch anything. Ja, sehr gute Arbeit. Sagt er auch, Mr. Holmes? Mr. Holmes? Mr. Holmes? Rein da. Zack. The door is locked. Wait just a moment, Mr. Holmes, and I'll open it. I locked it yesterday to ensure that no one should enter the cabin and tamper with the evidence. Ja, niemand ohne Schlüssel. Ah, good thinking. Das so eine gute Idee ist, weiß ich jetzt nicht. What is it, Lestrade? It seems to me that someone has tried to force it, Mr. Holmes. Oh, Let's see. lass mich mal jucken. Mr. Holmes? Mr. Holmes? Muss ich mal intensiv schauen hier. Zack. Türschloss. Oh, dann, ja, aber das hat er doch schon, These scratches are fresh. hat er doch schon gesagt, der gute You're Lestrade. right. Someone tried to force open the door. I swear these scratches were not here yesterday. Our mysterious visitor came here last night. Well, he's not the man for the job. This lock is not a difficult one. Perhaps he did not have the right tool. Es könnte auch einfach sein, dass die Frau war. Die wusste nicht, weißt du? Kann ich jetzt die Tür öffnen? Zack, Tür offen. What the fuck? Ey. Terrible way to die. Was ist denn hier in dieser Holztruhe? Lassen Sie mich ein Lückerchen mal. Ein Regal. Interessant. Verdächtig leere Stelle. Hier fehlt also was. This place is not covered with dust, like the rest of the shelf. An Haram. object was taken from it. It was larger than a book, a box or a small chest, perhaps. Oder ein Stück Papier. Okay. Okay. Na dann gucken wir mal hier. Was finden wir denn hier? Ach. Ja, untersuchen wir den guten mal. Peter Carys Gesicht. His 50s, yet he still looks quite strong. Aber ich finde auch sehr alt. Peter Carey was fully dressed. He was not caught by surprise. It is possible that he knew his murderer. The weapon fully penetrated the body. The force of the blow was immense. Also war es eher ein Mann. Hä? Blutlache. Oh, da ist ein Notizbuch, das ist wichtig. Drehen Sie... Oh, ich glaube, man hört die Polizei. Oder was? Drehen Sie den Gegenstand in einer beliebigen Richtung, um sorgfältig... JHN are probably the initials of the owner of this notebook. JHN are probably the initials of the owner of this notebook. Dankeschön. Aber sonst ist nichts Auffälliges dran zu finden. Ich würde es gerne aufmachen. Er schmeißt es aber wieder hin. Hier ist ein... Hä? Der This wooden handle is plain and solid. Dankeschön. Blood is from the pool underneath the dead body. Peter Carey tried to defend himself with this knife, but he did not succeed. Der Arme. Aber sonst ist hier nichts Spannendes, wa? Ach, ja, ich würde das Notizbuch, kann ich das...
Ich möchte ja gerne, Initial, ja, ist okay, aber ich will das eigentlich aufmachen, das Notizbuch, Entschuldigung. Hier ist ja jetzt sonst nichts Interessantes. Na, der Ofen, warum läuft denn der Ofen noch? Ja, okay, ist wohl nicht relevant. Ja. Der Tisch, den untersuchen wir uns nochmal. Zwei Gläser, das heißt, Someone drank from this glass recently. vor allem heißt zwei Gläser, Someone drank from this glass. dass er nicht alleine war. Eine Flasche. A sailor's drink. It seemed that Captain Carey was enjoying a drink before he met his death. Aber zwei Gläser. Carrier. The initials PC have been crudely burned. A sailor's work. Zack, gibt's hier denn noch? Aha, Verschluss. Zack. Tabak. This aroma is familiar, but to recognize it, I must construct my associations in one picture. Was soll ich tun, Dicker? Muss ich jetzt puzzeln? Ach so, Pfeife. Tabakblatt. Ja, was kann ich hier denn noch überspringen? Ach so, man kann auch von der anderen... Ah, man muss das so... Ah, das muss... So... Oh, ich hab's verstanden, Junge, das ist ja... Ey, also ich finde das gut, jo. Nein, eigentlich nicht, aber ich bin noch fertig. Hallo. So, okay jetzt. An der anderen Seite gucken. Hä? Wo war es denn jetzt richtig? Na da, zack. Zack. Ah, dann ist da. Hä? Bro, ich glaube, ich muss das wirklich überspringen. Zack. Ja, das sieht doch gut aus hier. Ich finde, das sieht gut aus. Zack. Yes, this is a coarse tobacco, quite strong and very popular among sailors. Ach so, das hätte da vorne hingemusst. Ja, was soll ich das denn wissen? Ich muss die Throneninhalt untersuchen. Ups, ich habe meine Kopfhörer. Zack. Peter Carey Stiefel. Oh, Peter Carey's boots. They look to be a size 8. ich kenne doch die Initialien schon. Hallo, von was habe ich hier eigentlich? Sind dieses Notizbuch? Ich muss dieses Notizbuch haben. Ah, was war das? Navigation instruments, nothing interesting.
Der findet hier gar nichts interessant. Ja, aber dieses Notizbuch da, das möchte ich eigentlich haben. Hallo, Blutlache? Notizbuch? Ah! The pattern of the blood stain indicates that the notebook was not lying on the floor prior to the crime, but it was dropped into the pool of blood after the death of Peter Carey. Ah, jetzt kann ich es öffnen. Was? These abbreviations mean something, but what? Das ist schön, dass du dich fragst. Ich weiß es nicht. Aber dann, was kann ich bei B machen? Notizbuch. Remorseversuch. Ein Notizbuch mit den Initialen J.H.N. auf dem Deckel. Finden sich auch Blutspuren auf dem Deckel, die darauf hinweisen, dass das Notizbuch nach der Tat in die Blutlache gefallen ist. Kratzer am Schloss von Carries. Habe ich das jetzt verbunden? Machen Sie ein Bild der Tastergangs, indem Sie Hinweise kombinieren und so zur Herleitung gelangen. Heute gilt es, sich auf die Laute zu legen, um zu sehen, ob der Einbrecher einen weiteren Versuch wagen wird. Someone was here yesterday. They attempted to force the door to gain entry. Ja, dann machen wir das mal. Untersuchen Sie Mord an Peter Habe. Suchen Sie sich ein Versteck. Der Geheimnisverheimung kann heute versuchen. Zack. Ja, dann machen wir das doch mal. Suchen wir uns mal ein Versteck. Wo können wir sich... Mr. Holmes? Wir könnten uns hinter dem Baum hier verstecken. Das wäre doch ein gutes Versteck, oder? Hier? Ich glaube, das ist nicht kein gutes Versteck. Ah, hier in der Truhe? Aber was wollen die von mir? Ich brauche ja ein vernünftiges Versteck. Wie hier oder so? Ja, Lachs, sag mir doch, wo ich mich verstecken soll. Muss ich mit der Inspektorchen reden oder was? Well, Mr. Holmes, what do you think? I think that we are lucky And why is that? because of last night's attempted break-in. Oh, you've lost me. It is very probable that whoever came here hoped to find the door open. They tried to force it with a knife blade, but they failed. What will they do? Why, return tonight, when they will be better prepared. Aha! So what do you propose? We shall remain on the outside, near the window, where we stand the best chance of catching sight of our visitor. Well, gentlemen, ready your pistols. We have a long night ahead of us. Ich hätte lieber den Bart. Er meinte, wo wir das Fenster sehen können. Also, doch. Warte. Steinweg. Boden am Steinweg. Ja, also verstecken wir uns doch hinter dem Baum hier. Zack. Jetzt muss ich hier stehen. 8 Stunden, bis die Nacht einbricht. Nein? Vielleicht sagt mir der Boden... Ah, oh, hier sind Fußboden. Hier sind Fußboden. Schuhabdrücke. Die müssen wir vielleicht mal unter kurz untersuchen. Und zack. These boots don't match the footprints. Das heißt für uns, das sind die von dem Einbrecher. We need to find a good place for an ambush. Perhaps behind Carey's cabin, near the window. Ja, meint, ist das jetzt Carries Hütte? Hier? This looks like the perfect hiding place. Oh mein Gott, ein perfekter Hiding Place. Sheesh. Entschuldigung, ich bin... Ach, wir können schon fortfahren hier. Das sieht sehr versteckt aus.
Did you hear that? There's someone there. I'm gonna collar him. I'll be right behind you. Police! Warum? Right there. Warum sind die so blöd, anstatt zu warten? Mr. Holmes? Mr. Holmes? Anstatt zu warten, bis der was macht, damit man sieht, was er All macht. right, my fine fellow. Who are you and what are you doing here? You're detectives, I suppose. You imagine that I'm connected with the death of Captain Carey. I assure you I'm innocent. Innocent? And what are you doing in his cabin? Shall I tell you? You came to retrieve what you had lost after killing Peter Carey, but we were here waiting for you. What is your name? John Hopley Nelligan, but Oh nein, I JN. Do you deny that you came here yesterday? No, but I... Yes, it's just that I couldn't... I'm tired of this. Off we go to the yard. Tomorrow, I'll see that you're put in front of the judge. What? But you can't. I'm not... It's a terrible mistake. Enough. You can explain all of that to the judge. You're coming with me to the yard. But... In light of recent events, it seems evident that your coming here was unnecessary. All the same. Oha, wusste das doch gar nicht. To you, Mr. Holmes. You are welcome, Inspector. But please don't be too hard on our young fellow. I would like to question him tomorrow morning. Ja, weil der war's bestimmt gar nicht. Jetzt können wir mal ins Notizbuch schauen. Nach Scotland, ja, da fahren wir bestimmt eh schon hin, oder? Zack. Zack, zack, zack. John Hopley Nelligans persönliche Gegenstände untersuchen. Mr. Holmes? Ey, ich find's schön, dass sie mich alle kennen und alle die gleiche Sprache sprechen. Oi, guck mal. Der nicht. Mr. Holmes, can I help you? Good morning, Constable. I would like to speak to the fellow who was arrested at Woodman's Lee last night. Ah, the young man. He's waiting in the interrogation room. You can go straight through. His belongings are held in the evidence room. Thank you. So, also müssen wir jetzt zuerst stehen. Guck mal, jetzt sagt der Mr. Holmes. Warte, wer ist er? Mr. Holmes. Mr. Holmes? Ich darf nicht vorbei. Alles klar, das ist ja nicht nett. So, das hier ist der Stuff Room. Da darf ich nicht rein. Das ist der Evidence Room. Da muss ich rein. Zack. Tür nicht verschlossen. Nelligans. Ah ja. These are the suspect's belongings. Also, das Notizbuch, das kennen wir ja. On Peter Carey's cabin floor. Okay. Pocket knife. It was used to force the door of Peter Carey's cabin. Hä? Er hat es heute geschafft, aber nicht gestern? Okay. Ein Ring. Steht da drauf? Achso, warte, ich muss sagen. From From R. Dawson to my friend to my friend and and partner, 1883. Dawson. I've seen this name before. Perhaps my archive holds the answer. weiß ich nicht. Lassen wir mal kurz hier im Archive gucken. Dawson? Dawson? Bestimmt der Gärtner heißt Dawson. Was ist das hier? Dein... With the initials JHN. Okay. Also müssen wir jetzt den mal fragen, hey, was hat der hier mit dem John Hopley Lands Untersuchung abgeschlossen? Locked. Was soll das? Ich will da rein. Kann ich hier wählen? Ist Morgue. Darf ich da durch? Kann ich jetzt hier einfach rumschweifen? Kann ich hier auf Leichen einschlagen, wie in der Serie? Anscheinend nicht. Nicht mal saufen kann ich hier. Was soll das denn? Aber dadurch die Tür gar nicht bestimmt. Ja, hier kann man gar nichts machen. Wie unnötig. Okay, dann nicht. Dann gehen wir wohl weiter hier durch. Mr. Holmes? Mr. Holmes? Ich würde den Mann da gerne gefragen. Achso, den ich muss hier befragen.
Machen Sie die Tür zu. Es zieht. Notizbuch. Zack. Ich möchte erst was. Ich möchte ihn erstmal abscannen hier. Eine schäbige Mütze, ja? Ja, die Nase ist auch rot, okay. Blicken. Was ist das da? Aha, aber ein feiner Knopf. Mhm. Also hat er die Sachen geklaut. So ein Taugenichts. Ah! Hornhaut, Hornhaut, Hornhaut. Narben. Kurze Ärmel. Hä? Was ist das denn für ein Indiz? Dünner Hals. Er hat ja hier nicht so eine... Ah, eins fehlt mir noch. Blicken. Ein teurer... What the fuck? Okay, cool. Habe ich auf jeden Fall gut gefunden. Notizbuch, Bruder. Does this notebook belong to you? Yes. But where did you find it? I did not know... I thought I'd lost it at the hotel. What do these abbreviations mean? Oh no, I beg you, I can't. If I told you, it would only make things worse. But I will find out eventually, Mr. Nelligan. Okay, sagt er mir nicht, das ist nicht gut. The sea knife was found near Carey's body. Tell me, Mr. Nelligan, did Mr. Carey try to defend himself or to attack you with it? I don't know. I didn't kill anyone. Ui, ich glaube, der war es nicht. The police seized this valuable ring from you. Whose is it? I didn't steal it from anyone. It has always belonged to me. Schnell erfragen im Archiv. Ein schwerer goldener Ring mit der Gravur von R. Dawson für meinen Freund und Partner. Wählen Sie Beweis aus der Aussage Ihres... Hä? Also, der Ring. Er hat schon immer mit mir gehört. Ring mit Gravur, Jacke des Vaters. Wofür? The ring's date of engraving is many years ago. You would have been a child then, hardly in any position to receive such an item from a partner. Wem gehört der Ring? So, Du Mr. Ganove. Nelligan, who is the true owner of the ring? The ring is mine. Das ist gelogen. No, Mr. Nelligan. I believe that the ring had belonged to your father. Oh, but how do you know? The jacket you are wearing is made of an expensive fabric that only a man of exceptional wealth could afford. You do not seem to me to be a rich man, Mr. Nelligan. Furthermore, the garment is ill-fitting. It is quite clear that it belonged to someone else. Most probably your father. Your With father. gone and taking with him the family's wealth, as a little boy you had to find yourself a manual job, and it was most probably cleaning fish. You cut your hands often while working. I can tell from the scars. I'm speechless, Mr. Holmes. Also ist er der It Sohn. all happened exactly as you say. Also ist er der Sohn. I will see you soon, young man. Please let me go. I'm innocent. Ja, aber er ist der Sohn. Safe Call. Mr. Holmes? Mr. Holmes? Ja, kann ich nicht noch weiter mit ihm reden? Kann ich ihm noch nicht so noch sagen. What am I doing here? What am I doing here? Ich habe I've nichts nothing Falsches wrong. gemacht. Also er ist so eingebrochen. Das ist in den meisten Fällen nicht so richtig, habe ich das Gefühl. Kann ich da nochmal... Nee, ich hab... Was sagt mir denn hier meiner? Ich weiß nicht, was er für eine Rolle spielt, aber ich muss in mein Archiv. Schnell. Ich muss in die Baker Street. Beiden B-Herleitung öffnen. Was ist die Herleitung? Warte mal, ich muss zurück.
Der gesuchte Mörder ist. Ja, aber das ergibt doch keinen Sinn. Kann ich hier weiter durchsuchen? Ja, hier ist ja nichts. Durchsuchen, Notizbuch öffnen. Ja, dann möchte ich mal zu... Ich kann auch zu Scotland. Ja, da war ich gerade. Ja, da möchte ich doch nicht hin. Ich möchte in die Baker Street. Können Sie mich da hinbringen? Für das Spiel? Diese Ladezeiten sind wild. Ja, wie bei GTA. Der Ring. Zack, zack. Zack, zack, zack. Das Notizbuch. Fahren wir fort in mein Archiv. Wo ist denn sein Archiv? Was ist sein Archiv? Briefe? Nein. Nach Dawson suchen. Startschuss für erste elektrische Eisenbahn. Der Konkurrenzgesetz 1883. Fenian wegen Mordes verurteilt. Dawson und Milligan pleite. Oh. Einwanderung steigt der MRK. Ne. Dawson und Nelligan pleite. Das ist schon ganz interessant. Dawson und Nelligan Investmentfonds pleite. Nelligan verschwunden. Der Dawson und Nelligan Investmentfonds, eine regionale Bank mit Sitz in Cornwall, hat nach schwerem Verlust den Kreditbestand Konkurs angemeldet und wird infolgedessen kurz aufgelöst. Es handelt sich dabei um die 23. größte Bank in England und der Konkurs ist der zweitgrößte der Geschichte. Die Auflösung des Unternehmens ist für viele Familien in Cornwall eine Tragödie. Joshua Nelligan, einer der Vorsitzenden, ist seit dem Bekanntwerden der Neuigkeiten spurlos verschwunden. Zuletzt wurde er dabei gesehen, wie er an Bord ist. Dann habe ich mit Joshua Nelligan seine Yacht ging um eine Fahrt nach Norwegen vorbereitet. Nelligan wird sowohl von der Polizei als auch von seinem Kreditgeber besucht. Zack. Das ging ja einfach. Now I begin to understand that young man's story, but I am still unclear as to what connects him with the murder. It is time to ask him. Muss ich jetzt schon wieder zurückfahren zu Scotland Yard. Oh, was? Also das weiß ich jetzt nicht. Herleitung öffnen. Öffnen wir die Herleitung. Notizbuch holen. Der sagt mir immer noch, ich soll das... Aber warum? Warum sollte ich das holen? Hallo? Ja, nee, Ben. F1? Manche Fakten können unterschiedlich interpretiert werden. Sie können ja bei des Tategangs ändern, indem sie sich zwischen widersprechenden Herleitungen entscheiden. Ja, komm, ich kann auch schon bestimmt... Ja, guck mal. Dann... Zack. Sprinten wir. Hier, zack, zack, zack. Wie er läuft. Klauen wir uns hier mal das Notizbuch, weil man kann sich ja anscheinend da alles nehmen. Ja, komm. Hier. Nimm. Komm. Ah, er kann sich's nicht nehmen. Hä? So, dann durch die Tür. Er wartet immer noch hier, nett. Er ist auf jeden Fall chillig. Dawson und Nelligan, komm, erzähl mir. The story of Dawson and Nelligan, the West Country bankers. Yes. Joshua Nelligan was my father. Ah, I am aware that it had a bad ending. When the bank failed, it ruined half the families of Cornwall, whereupon Joshua Nelligan disappeared. der Sack. My father was under extraordinary pressure. Dawson had retired. I was only 10 years of age at the time, but it was still old enough to feel the shame that befell our family. My father was convinced that he could pay off all his debts if the creditors gave him time. He set sail for Hammerfest in Norway in his small yacht, just a few days before an arrest warrant was issued. He left my mother a list of the securities he was taking. No word was ever heard from him again. We believe that his vessel went down, taking with it everyone and everything on board. Thank you for the story, Mr. Nelligan. At last, we are making some progress. Interesting. Joshua Nelligan and Peter Carey were both at sea in Norway. There is definitely some connection between Peter Carey and Joshua Nelligan's disappearance. Logbücher untersuchen. Welche Logbücher? Da steht ja alles drin. Welche? Ja, wie kann ich denn die...
Untersuchen Sie den Mord am Peter Carey. Das Schiffslogbuch für das Jahr. Ja, wo komme ich denn das Schiffslogbuch her? Kann ich einfach abgeschlossen sagen? Abgeschlossen. Suchen Sie einen Anzug aus Ihrem... Nee. Aber ich habe doch gar nicht die Logbücher. Wie soll ich denn jetzt da rankommen? Muss ich jetzt nach Woodman's Lee wieder reisen? Kann ich mir hier meine Herleitung öffnen? Hier gibt es aber nichts Neues. Hinweise. Schnell gehandelt. Einbruchsversuch. Das ergibt also keinen Sinn. Ja, das ist ja... Hä, ich verstehe. Ich verstehe diese Prinzipien nicht. Aber wir müssen jetzt nach einem Logbuch von 1983 schauen. Was hat er... War bestimmt in seiner Hütte. Hallöchen, haben Sie hier in Ihrer Truhe ein Ach. Warte mal, das was da lag, könnte das Logbuch sein. Ah. Ja, es könnte ja nicht die Frau sein. Der Typ ist auch... Ah, der Typ konnte das auch nicht sein. Der war viel zu schwach. Und das hier, die Frau hat das doch hier, Mrs. Dingsbums. Wo ist das Logbuch? Sag mal jetzt hier. Your husband's private papers. Do you know where they are? There was a small tin box, barely larger than a book. He kept his papers there. It should be Nee, die somewhere wurden in his geklaut, du Hund. Is this your husband's tobacco pouch? I'm not sure. It might be, but he hadn't smoked in a very long time. Do you remember at what time you found your husband's body? In the morning, at around 7 o'clock, I noticed the cabin door was open, but I didn't go in to take a look, for I knew my husband would not have liked it. At around 10 o'clock, I dared to glance in through the door and... oh dear. The garden is very large and well maintained. Do you employ someone to look after it? It is true, there is a lot of work, but my husband took care of it himself. Was your husband accustomed to receiving visitors? Oh no, I don't think so. I mean, he didn't really have many friends. We lived quite an isolated life here, after his retirement. You have indeed suffered a great loss, Mrs. Carey. Nevertheless, I believe it will be less of a burden for you soon. Yes, life with Peter was never easy, but he was still my husband. He was different, wasn't he, when you first met him upon your return from Plymouth? Yes, Plymouth. Mr. Holmes. Oh, my goodness, but how do you know about that? Wie können Sie über Plymouth Bescheid wissen? Weg der Garten. Fuck. Wählen Sie die richtige Antwort aus. You have indeed suffered a great loss, Mrs. Carey. Och nö, jetzt muss ich mir das 100-mal anhören, bis ich die richtige Antwort höre, was auswähle. Oh, Life with Peter was never easy. das ist auch nicht He was easy. still my husband. He was different, wasn't he, when you first met Oh, him upon your Plymouth. return from Plymouth? Ja, Yes, hä? Mr. Holmes. Oh my goodness, but how do you know about that? Plymouth, die hat doch diese Fahrt gemacht. Zack. Umriss im Stau, Pilgerfahrt. You undertook a pilgrimage to the Cathedral of Santiago de Compostela when you were young. That much is evident from the rosary in your hand. The shortest route for the pilgrim from England to Spain is from Plymouth. I believe that you met Peter Carey as a young sailor there, and you married him soon afterwards. That is indeed what happened, Mr. Holmes. How extraordinary. Extraordinary. Irgendetwas Ungewöhnliches noch. Zack. Can you tell me if you saw or heard anything unusual upon the night of the murder? At 2 o'clock in the morning, I heard a terrible scream.
I thought nothing of it then. He would scream all the time when he was drunk. Abend des Can you Mordes. please tell me what occurred on the evening of the murder? Well, Peter got drunk in the evening. He was in such a terrible temper. Usually whenever that happened, he'd stay all night drinking in his cabin before passing out. Thank you, madam. Who could do such a thing? Mein armer Mann. Kann ich nicht. Ich kann nichts. Aber ich kann doch kann ich in ihre Hütte gehen, weil es fehlt ja auch diese Kiste. Nein, natürlich nicht. Na, das ist meine Spielwiese und hier muss ich jetzt eigentlich diese Kiste finden. Weil die Fußspuren habe ich ja schon mal. Die Schuhabdrücke. These footprints appear to be quite large. Okay, cool. Ist hier was zu finden? Hier? Nein. Ein Boot. Was ist denn das hier? Anscheinend nichts, was mich interessieren darf. Aber hier, das könnte man doch mal wegziehen. Ich habe gerade meine Sicht gewechselt. Oh, krass. It seems that the garden was well maintained. Ja, ich kann hier nix. Ja, aber den Truheninhalt darf ich mir nochmal angucken, aber wie. Was ist denn in diesem Rucksack hier? Das wird mir unter. Old navigation instruments, nothing interesting. Ja, aber das hier ist nix, alles nix interessant. Au. Harpoons for hunting whales. Harpoons for hunting Logbücher. Au, Logbücher! 3. That's the one I need. Yeah, that's the one I need, Mann. This is the crew list of the Sea Unicorn. Peter Carey. Und das. Is the crew list of the Sea Unicorn. Log notes for July. Nothing. Log notes for August. Was ist das denn hier? Canadian Pacific Railway, CPR, a torn piece from a bond certificate. I have seen this abbreviation somewhere very recently. There are 3 ways of discovering what happened in August of 1883 aboard the Sea Unicorn. The first 2 of these will require speaking with a dead man. The last would be to locate vital witnesses, the sailors involved in this whale hunt campaign. Wer wäre ihre Namen? Also, was mache ich jetzt? Ich gehe in die Baker Street. Zack, Baker Street. Je. Können wir die Herleitung uns mal nochmal angucken? Gucken wir hier Hinweise. Kein Gärtner. Die Lücke hat ausgesagt, dass der Mann sich selbst gar nicht kümmert. Das klingt alles nicht her, glaube ich. Mir gefällt mir etwas. Das kann nicht zusammenpassen. Nee. Das passt alles nicht. Warum nicht? Was will er mir damit sagen, dass es nicht passt? Kein Gärtner? Was mit nichts? Einbruchsversuche? Das sind auch nicht. Warum passt das alles nicht miteinander? Was soll denn das? Zack, fahren wir fort. Something new, Watson. I have the list of sailors who were aboard the Sea Unicorn. We shall soon learn what happened to Nelligan's father. I have only to find them. Let us hope they're still working at the harbour. I think that if you pretend you're from Scotland Yard... I doubt it, Watson. And really, I would prefer that all of this remains quiet for now. But I have another solution. I'll call in the specialist. And who might they be? The secret police division of Baker Street. Ah, you mean young Wiggins and his gang? Yes.
Believe me, you'll receive more useful assistance from these little urchins than from a dozen yard detectives. Those children are everywhere. They see and hear everything, and they are cunning. All they lack is organization. I'll summon them. How will you do that? There is always a watch beneath our window. I have only to call him. So. Oh, da ist ein Wurf. Hallöchen. Brave Toby, the best nose in the British Empire. Bevor wir jetzt weitermachen, ja, würde ich die Aufnahme erstmal beenden. Immerhin ist sie auch schon 50 Minuten lang. Schreibt in die Kommentare, gefällt euch das? Wollt ihr mehr Teile haben? Lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Konstruktive Kritik immer gern gesehen. Haut rein, macht euch einen schönen Abend.